Ja, vielen, vielen Dank, Dan. Ich habe es eben gerade in der Pause schon gesagt, sensationell, was der Mann zaubert. Also vorher mit dem Wasser auf dem Kopf, Hammer. Vielen, vielen Dank. Hätte ich mir vor 2 Jahren noch nicht träumen lassen. Da saß ich irgendwo da vorne, VIP-Bereich, auch hier in Sofia aus der Ausbildung. Und ja, und jetzt stehe ich hier. Wie viele von euch kennen den Robert Kiyosaki? Okay, wer entsprechend noch nicht? Ein paar. Und wer würde sich niemals melden, egal was ich frage? Okay, auch ein paar, Dankeschön, wenigstens ehrlich. Also es ist wichtig, dass ihr ein bisschen in Bewegung kommt. Ich habe, wie gesagt, solche Events nach Deutschland geholt, wo noch mehr Action ist, wo wirklich die Leute dann aufstehen und machen und tun. Machen wir heute nicht, erspare ich euch, denn macht es ganz hervorragend soweit. Ja, ich habe auch ein kleines Zauberstück mitgebracht, nämlich wir hatten einen Kunden, der war der Meinung, Online-Marketing bei uns, das klappt überhaupt nicht. Und wer kennt solche Kunden? Wer hat mit so jemandem schon gesprochen? Okay. War also nicht ganz einfach, weil die Kunden haben noch eine weitere eigene Art. Da sie ja nicht dran glauben, dass es funktioniert, haben sie dafür natürlich auch kein Budget. Also, wie gesagt, dickester Firmenwagen, alles tipptopp, Vollausstattung, was man so braucht. Marketingbudget, 0. Ja, was hatten wir noch? Also wir hatten dort tatsächlich, also natürlich kein Klicktipp, gar nichts, sondern gute alte Excel-Listen, Outlook. Ja? Mehr dazu kommt aber gleich. Ich mache noch mal ganz kurz den Schlenker über die Events und über Robert Kiyosaki, weil Robert Kiyosaki war mein erster Mentor. Wer hat ihn mal live erlebt? Nochmal so rumgefragt. Okay, ein paar, vielen Dank. Ich hatte das Vergnügen, tatsächlich in 7 Tage war ich in Arizona, habe von ihm das Hardcore Bootcamp mitgemacht und kann jedem nur sagen, also das hat mit Abstand mein Leben bis jetzt am meisten verändert, bis hin nachher zu den Kindern, die da kamen, aber bis zu dem Punkt war das absolut augenöffnend, weil der natürlich zu solchen Leuten, die sagen, hey Robert, glaube ich nicht, geht nicht, sagt er immer nur, really? Also ganz simpel, mit einer simplen Frage konfrontiert, sicher, dass es wirklich nicht geht oder bist du nur zu unkreativ? Also oft hat es mit Kreativität zu tun. Und er hat mir dann auch den Schubs gegeben. Ich war mich damals Microsoft Consultant und Goldpartner für so Software. Ich habe schön Software verkauft und dachte, das kannst du eh nicht dein ganzes Leben machen, aber diese ganze Geschichte hat ja auch ein Loch, Zeit gegen Geld tauschen. Macht man hin und wieder, ist alles erstmal nicht schlimm, aber hat natürlich ein großes Problem an der Sache. Deswegen bin ich auch so froh, dass es jetzt Clicktip gibt und auch vorher noch Connector. Es fehlt so die Komponente, dass so jeden Monat ein bisschen was reinkommt, auch wenn ein Projekt gerade endet. Also meistens sitzt man da ja und macht, also damals noch sehr, sehr lange, ich glaube Mario kennt das glaube ich auch vom Programmieren und man sitzt da 6 Monate bei einem Kunden fest. In der Zeit habe ich ja überhaupt keine Zeit für Akquise. Und dann kam diese Robert Kiyosaki-Idee, passives Einkommen. Irgendwas muss ich anders machen in meinem Leben. Und das war dann für mich schon klar, okay, du kannst sowas machen, aber während du ja da sitzt, musst du ja irgendwie Akquise machen. Und damit hat eigentlich Robert Kiyosaki mich schon damals ein bisschen auf Online-Marketing und Marketing-Automation gebracht. Und das war 2007, da war natürlich an irgend so was Cooles wie Clicktip noch gar nicht zu denken. Also ich habe mich damals mit Mario, wir hatten diesen Launch für dieses schöne Event und es gab einfach nichts Gescheites. Also es gab nichts. Es gab nur dieses, was ihr vorher gesehen habt, blöde amerikanische Tools, listenbasiert. Also alles, was René vorher erzählt hat, nicht. Nicht datenschutzkonform, nicht deutsch, nicht tech-basiert. So, das war schon, als ich das erste englischsprachige tech-basierte Tool gefunden habe, war ich schon ganz stolz und habe das dann mal gezeigt und so, ja, und so weiter. Ja, so, wie gesagt, war klar, das geht so nicht. Ich kann nicht 6 Monate irgendwo sitzen und währenddessen passiert kein Vertrieb. So, das gleiche Problem habt ihr jetzt ja manchmal auch, also muss zumindest schon mal der Vertrieb automatisiert werden. Wir werden nachher noch drauf kommen, dass da ja nicht aufhört, sondern wir wollen ja nachher auch noch das Recruiting und ein paar andere Prozesse automatisieren. Also diese Marketing-Automation war schon immer eine gute Idee und wird immer besser. Bin auch ganz gespannt schon auf die 11 Punkte, die wir am Samstag noch kriegen,
Da freue ich mich schon sehr. So, nächster Schritt war dann hatte ich dieses Robert Kiyosaki-Event. In 3 Wochen haben wir 300 Teilnehmer gewonnen, weil er nach Stuttgart kam. Und haben wir dann damals alle zusammengetrommelt, alle E-Mail-Listen, die wir so gefunden haben, alle drauf. Ja, also wie man es damals kannte, Lounge und so weiter. Auch da hätte ich mir wieder Klicktipp gewünscht, weil so richtig mit Campaign-Bilder war da nichts, sondern jede Mail, zack, raus, Öffnungsrate gecheckt, nochmal umgeschrieben, nochmal raus, nochmal raus. Ja, jedenfalls hat es ganz gut funktioniert, die Nummer. Unten sieht man da die leeren Stühle. Das war die Halle in Berlin, 1500 Teilnehmern. Und am stolzesten bin ich eigentlich drauf, dass um 6 Uhr morgens die ersten 800 Teilnehmer da waren. Also um 6 Uhr morgens, das heißt, wir haben das so gehypt, dass die alle da unbedingt, ja, ich will da dabei sein. Auf dem anderen Bild meine Frau, mein Sohn damals 1, der hat, also noch nicht, in dem Fall noch nicht 1, aber gerade geboren, halbes Jahr vielleicht, der hat die Energie da schon voll mitgekriegt, also in seinem Alter hat er schon volle Mindset-Betankung bekommen. Da schauen wir mal, was das gibt. Bin ich sehr gespannt. Da muss ich immer fröhlich weiter wachsen, um da Schritt halten zu können demnächst. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf, du machst doch diese schönen Großevents. Richard Branson kommt nach Deutschland, kannst du uns da nicht auch helfen? Das war dann so die Höhepunkt des Schaffens. Da haben wir dann in Hamburg wirklich, wirklich gezaubert in 3 Tagen. Und mit dem Höhepunkt, dass dann Richard Branson kam. Heute, also später steht hier dran, Brian Tracy, Rahul Bornhorst mache ich teilweise heute noch, aber konnte natürlich nach so einem Raketenstart, also damals bei diesem 1500er Event, besser gesagt beim zweiten, war praktisch alles da, was so Online-Marketing-mäßig damals Rang und Namen hatte. Die standen alle hinten, VIP, ich war eigentlich nur am Händeschütteln und erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe nur Marketing-Superstars, die sehen wollten, was machen die Amerikaner da Neues, was kommt da aus Amerika, alle mitgeschrieben, alles gemacht. Konnte natürlich nicht so weitergehen. Es kam der Tag, nichts ging mehr. Irgendwann, nachdem ich das 5, 6 Mal gemacht habe, 3 Jahre insgesamt, war dann rum. Und zwar kam der Tag, Success Resources kündigt an, wir kaufen die Trainingsfirma von T. Harv Eker. Und auf einmal war der Hebel wie umgelegt. Also davor hatte ich Firma aufgebaut, 10 Mitarbeiter, 2 Millionen Umsatz an dem einen Wochenende gemacht und alles waren auf diese Großevents ausgerichtet. Also immer das Rad drehen. Also eigentlich, wie es René heute auch schon beschrieben hat, das war wie ein neues Hamsterrad. Irgendwie man dachte, man wird da irgendwie freier, aber eigentlich war man abhängig von diesem einen großen Ding pro Jahr, was funktioniert. Ja? Und irgendwann hat es eben nicht mehr funktioniert, weil die Jungs der Meinung waren, wir kaufen das jetzt mal, spielen da so unser internationales Spiel und aus Deutschland, da investieren wir nicht mehr, was ja eigentlich der 5-Jahresplan war, zu investieren, zu wachsen, sondern auf einmal müssen wir Geld rausziehen. Ja, dann natürlich das Übliche, was wir heute auch schon alles gehört haben, wenig Zeit für die Familie, will man ja alles nicht haben. So. Also kam ich drauf, auch wieder ein bisschen wie der Daniel, habe natürlich auch meinen eigenen Anteil dran, muss man auch sagen. Ich hatte jetzt nicht die Mitarbeiter, die da aktiv waren, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern musste dann im Endeffekt sagen, so, Stop hier, Reset, zurück auf Null, zurück ins Beratergeschäft. Und da muss ich sagen, habe ich dann lange Zeit jetzt einzeln Speaker betreut, habe denen natürlich mein ganzes Wissen, was ich ja nach wie vor habe, also ich glaube, was ich auf der Reise gelernt habe, kriege ich immer wieder Anfragen. Wenn der Nächste auf die Idee kommt, so ein großes Rad zu drehen, kriege ich eigentlich fast immer den Anruf. Aber habe mich da ein bisschen rausgezogen, mehr Zeit für die Familie genommen, ein bisschen nachgedacht und saß dann eben vor 2 Jahren hier in Sofia und dachte mir, okay, da gibt es einen neuen Weg, der bedeutet, das Ganze, was wir gelernt haben, zu kombinieren. Das bedeutet, ich kann beraten, aber ich muss halt schauen, dass ich danach auch irgendwie ein Folgegeschäft mache. Also das heißt, auch für mich persönlich einen anderen Funnel wählen, wo ich eben nachher Einkommen habe durch die Software, die dann verkauft wird, durch vielleicht jetzt Connector, was dazu kommt, durch die Beratung und eben auch durch das Netzwerk.
Und dann kam der weitere glückliche Umstand. Ich glaube, ihr habt heute Abend das Glück, dass ihr alle zusammen essen gehen werdet, denke ich mal, oder nur die VIPs? Alle? Alle gehen essen heute Abend? VIPs? Okay, ich war damals, glaube ich, VIP, deswegen war ich da beim Essen. Trefft euch trotzdem zusammen, egal wie ihr euch findet. Das ist fast das Allerwichtigste, was jetzt hier auch schon Leute gesagt haben. Das Netzwerk zu Clicktip, das Netzwerk untereinander. Schaut euren Nachbarn gut an. Und ich hatte Glück, ich habe den Andreas Wagner kennengelernt. Und nachher stellt sich raus, der wohnt eine halbe Stunde von mir entfernt. Also Schwaben finden sich überall, auch hier. Dankeschön. Wo sind noch die anderen Schwaben, dass ich es gleich weiß? Okay, habe euch im Auge. Also wie gesagt, wir bauen da was auf. Und das war eine super Erkenntnis, weil ich eben immer angeschoben habe, immer gemacht habe und mit festen Mitarbeitern. Und auf einmal dann wieder auch, haben wir heute Morgen auch schon gehört, BNI, was auch immer, aber diese losen Netzwerke, so dieses so, ich habe einen Anruf, ich bin einen Anruf entfernt von den absoluten Top-Marketing-Leuten, von Consultants, von einem Recruiting-Spezialisten, von einem Finanzierungsspezialisten. Also nehmt es ernst, das ist wirklich so, ja, fast schon, man kann es fast schon gebetsmühlenartig, weil man damit eben komplexere Projekte stemmen kann. Und die Paradedisziplin habe ich hier. Es war ein ganz simples Ding. Und das war so aufgebaut, dass sich der Kunde, passt ja gar nicht in mein Beuteschema, also zum Thema Lieblingskunden, Zielkunden, das wäre jetzt bei mir eher so ein amerikanischer Speaker, der vor Kraft kaum laufen kann, oder wenn jetzt Tony Robbins kommt und sagt, ich komme nach Deutschland, schwierig da Nein zu sagen. Er hat es lange nicht gemacht, lange Jahre, also die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber das war jetzt nicht unbedingt mein idealer Traumkunde. Aber von denen gibt es viele. Also typischer deutscher Mittelstand. Haben wir uns mit jemandem unterhalten, gerade in Süddeutschland. Wir haben so viele, oder Mario sagt es auch immer wieder, so viele Weltmarktführer, so viele Maschinenbauer. Die werden jetzt alle gekauft von den Chinesen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das Know-how nicht so schnell verschwindet. Deswegen müssen wir denen helfen. Also das ist wirklich ein Müssen. Und da konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen, zumal es war noch ein befreundeter Unternehmensberater, hat mich da reingeholt und gesagt, du machst dort das so ein bisschen Marketing, kann man dem nicht helfen? Und ich sage, kommt drauf an, wenn er sich helfen lässt, schauen wir mal. Und das sind Lehmann weitgehend Ingenieure, also wirklich diese, wenn ihr es kennt von diesem Persönlichkeitsmodell, komplett blau strukturierte Menschen. Also bös gesagt ist es ein bisschen spaßbefreit, aber die haben halt Spaß an Details. Also die malen gerne auf so, ja, die machen ihre Zeichnungen, seht ihr ja. Also das komplette Gegenteil von einem Marketer wie mir. Das komplett, also ich brauche da nicht kommen mit Vision und wir hauen eine Delle ins Universum und so, da lachen die mich aus oder fliege ich sofort raus. Also der Tobi Beck hat es auch mal erzählt auf dem Vortrag, da hast du einfach eigentlich von meinem natürlichen Instinkt keine natürliche Basis, kein Connect da irgendwie. Wie gesagt, trotzdem konnte ich nicht Nein sagen, weil der Herr Lehmann hat diesen magischen Satz gesagt, wir haben noch nie einen Kunden über das Internet gewonnen. Okay? Haben wir gerade schon gehabt, wer hat es auch schon gehört? Was macht es mit mir, nachdem ich von Robert Kiyosaki gelernt habe? Really? Challenge. Dann wird es Zeit. Und jetzt hat das Ding noch einen schönen Vorteil für alle, die sich so... Also ich habe ja, wie gesagt, die ganze Schule durchlaufen. Wir haben Infomarketing, den ganzen Kram gemacht, rauf und runter, Webinare, Bücher, was es so gibt. Es hat noch einen Vorteil, so in die Branche. Maschinen-, Anlagenbau und Ingenieurwesen hat einen Riesenvorteil, die haben einen gigantischen Kundenwert. Also wenn der so eine Anlage plant, prüft, vermisst, ja, da hat ein kleiner Kunde hat bei ihm 100.000 Euro Umsatz. Ein kleiner Kunde. Dann denke ich mir so, was habt ihr dann Marketingbudget? Ja, nix, weil wir gewinnen ja keine Kunden übers Internet. Und dann sage ich, aber angenommen, wir würden es schaffen, dann müssten wir doch 10-20% in Marketing investieren können. Er sagt, ja locker. Okay, dann bin ich dabei. Auch da wieder, erster Tipp wieder, die Kontakte zu den Jungs kommen oft zustande. Also wir haben es heute Morgen gehört, BMI. Unternehmensberater, andere Agenturen, das sind unsere absoluten Freunde. Die sind perfekt.
Der war dort drin, hat dort irgendwelche Prozesse optimiert, ein bisschen den Geschäftsführer gecoacht, so ein bisschen Interimsmanager gemacht und sagt hier, hallo, die können alles, nur kein Marketing. Also der alte Spruch, Schwaben können alles, außer Hochdeutsch. Bei denen kam noch dazu, Marketing konnten sie auch nicht. Also für mich optimal, weil das Konzept Ist-Situation, ich mache immer so schöne Workshops, wo ich sage, wie ist die Ist-Situation? Ja, Flyer haben wir, 2 Vertriebler haben wir und die VWs wollen wir jetzt anschaffen, damit die da ein bisschen rumfahren und Kundengespräche machen können. Da denke ich mir, okay, funktioniert's? Ja, nicht so richtig, aber wenn die Leute anrufen, dann closen wir die fast alle. Da sage ich, okay, dann ist gut. Das war für mich so der Check, weil wenn da auch niemand zu Hause ist, also dann bringt es auch nichts, den jetzt neuen Kunden zu machen, wenn dann einer anruft und dann erzählen die ihm irgendwas und der Kunde ist nachher wieder weg. Sondern das konnte mir relativ glaubhaft versichern, dass der Herr Lehmann persönlich dann mit den Kunden spricht und die dann auch immer relativ schnell überzeugt von seiner Kompetenz sind. Und das meine ich ja, dass die deutschen Mittelständler haben ja nicht das Problem, dass man nicht von ihrer Kompetenz überzeugt ist. Das ist nicht ihr Problem. Wenn die Kunden haben, dann sagt er, ja, also ich glaube ihn schon. Und dann hat er ja eine Referenzliste so, wo wirklich das Who is Who von Deutsche Chemie, Pharma, alles was so gibt, alle von ihm schon mal eine Anlage geplant und zertifiziert und abgenommen. Und dann denkst du so, okay, also simple Aufgabe, beschaff dem Mann mehr Telefonate. Ja, wie gesagt, Budget 0. Also sagte ich, naja, also einen Workshop müssen wir schon da machen. Also wir müssen schon einmal, so ein halber Tag. Und ich mache es dann immer klein. Ich mache es dann für die Kunden so noch kleiner, noch kleiner, noch kleiner, noch kleiner. Okay, dann zuckt er, dann kriegt er das. Ich habe gesagt, Herr Lehmann, Sie brauchen auch nur den halben Tag dabei sein. Den Rest mache ich schon mit Ihren Mitarbeitern. Also es ist auch wirklich ein super Trick. Verkauft einen Tagesworkshop. Das braucht ihr sowieso, um ein bisschen Feeling zu kriegen für den Laden und Bestandsanalyse und so. Ich mache zum Beispiel auch keinen unbezahlten Vertrieb mehr. Mache ich nicht. Also ich fahre nicht irgendwie hin zum Kennenlernen, Kaffee trinken und dann stelle ich irgendein Konzept vor, sondern ich sage, nein, wir machen Workshop. Da tun wir 1 Stunde, 2 analysieren, dann gucken wir, ob wir zueinander passen und am Ende des Tages haben wir einen Plan. Und wenn das nicht klappt, meinetwegen, dann will ich auch das Geld nicht. Hat noch nicht ein einziger Kunde nicht bezahlt oder das Geld zurückhaben wollen, weil es ja logisch ist, weil sie sich dazu gezwungen sind, einen Tag lang mit ihrem Business zu beschäftigen. Und dann muss man nur rausfinden, okay, Herr Lehmann, halber Tag reicht mir, Recht mache ich mit Ihren Mitarbeitern. So, da ist der happy. Dann kann man es so machen, dass man ihn am Anfang reinholt, ein bisschen diese Ist-Analyse macht und am Schluss stellt man wieder Ergebnisse vor. Also das ist so mein Tipp, wie man so ein Ding aufbauen kann. Gibt sicherlich auch noch viele andere Vorgehensweise, aber das war in dem Fall wichtig, schlank reinzugehen. Dann einer meiner Lieblingsfunnel im Moment allgemein, also bis heute, wahrscheinlich kommt jetzt Recruiting noch dazu, aber bis jetzt der beste Funnel, der fast immer geht, Terminvereinbarungsfunnel. Also auch da hat der René schon ein bisschen angedeutet, der Andreas wird danach noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber erstmal, was brauchen die Jungs? Termine. So, egal was, wenn es Vertrieb irgendwo klemmt, liegt es immer dran, dass die zu wenig Vertriebszeit tatsächlich mit Kunden sprechen und tatsächlich da aktiv sind. Also kriegt er eine Landingpage, ich hau Facebook-Traffic drauf, das kann ich zufällig ganz gut und habe dann hinten ein Online-Tool drauf, egal ob das jetzt E-Termin heißt oder Terminland oder Terminpilot, um mal ein paar zu nennen. Also das ist erstmal egal. Gut ist noch, wenn es mit Clicktip verbunden ist natürlich, weil dann habe ich nachher das Zeug schon mal drin, die Daten. Ach, das war übrigens auch so ein Trick. Am ersten Tag, was mache ich? Ich sage mir, bereitet mir mal alle Daten vor, die da irgendwo rumschweben als Excel. Zack, Daten importiert in Clicktip. Glaubt ihr, der wechselt da jemals weg davon? Wer glaubt es? Natürlich nicht. Das Zeug ist drin. Und dann kann ich immer noch hochskalieren. Ja, das war wirklich einfach klein rein. Und ja, ihr werdet sehen, was draus geworden ist. Ja, aber auch die Story, deswegen auch Dankeschön für die Präsentation vorher. Das Leben verläuft ja in Wellen. Und auch in dem Fall, es schien so, als hätte der Chef recht. Weil auf Facebook treiben sich diese Menschen tatsächlich nicht rum. Also ich glaube es noch nicht wirklich,
weil auf Facebook sind 33 Millionen und da werden auch ein paar Ingenieure dabei sein, die irgendwelche Bilder mit ihren Kindern austauschen und checken und so. Ich glaube schon, dass die da sind. Es war aber extrem schwer zu targetieren, weil du kannst leider, so viel Facebook kann, kannst du noch nicht auswählen, Einkäufer, Produktmanager bei Pharmaindustrie. Also es sind wirklich ein sehr eingeschränkter Themenkreis. Und natürlich kommen dann natürlich die ersten Leute, wer kennt das auch, die gleich wissen, wir hatten ja sowieso recht, wer kennt es? Ja, genau. Das macht natürlich dann besonders Freude, wenn man sagt, ja, war ja klar. Also, ja, selbsterfüllende Prophezeiung, es geht nicht. Erste Schnellmaßnahmen, naja, haben wir gewusst, konnte ja nicht gehen. Ja? Aber mit Geduld und Google geht es halt dann doch. Und das ist auch ein ganz wichtiges Learning für mich gewesen bei dem Projekt. Wie gesagt, ich bin seit Facebook Marketing gibt Vollblut da eingestiegen, weil es für mich der schnellste Weg ist, schnell viel Traffic zusammenzukriegen. Aber im B2B-Bereich tatsächlich ist es gar nicht schlecht, mal wieder gute alte Google Ad rauszuholen, AdWords zu schalten auf spezifische Ergebnisse. Also ich war verblüfft, deren Ziel-Keyword, was die Leute eingeben, heißt GMP bzw. GAMP. Also das ist so eine spezielle Qualitätssicherungsrichtlinie, Manufacturing Practicing. Ja, also ich glaube General Automation Manufacturing Practice oder sowas. Ihr merkt schon, ich musste mich da gar nicht zum Experten machen, sondern das war so leicht, dass ich einfach gefragt habe, was bietet ihr denn an, was gibt denn der Kunde ein? Und bei dem Keyword, niemand hat auf das Keyword überhaupt geboten. Das heißt, du kriegst Traffic im Cent-Bereich oder unter einem Euro kriegst du da wirklich Klicks und das sind nicht irgendwelche Leute, sondern wer gibt das Keyword ein? Also ich kenne niemanden, der das Keyword eingibt, der da nicht ein echtes Interesse dran hat. Also das heißt, manchmal ist die Lösung tatsächlich ganz einfach, wenn ihr die Zielgruppe gut kennt, Facebook. Wenn es so ein super techy-spezifischer Begriff ist, warum nicht mal wieder Google AdWords rausholen? So, ihr seht es an dem Slide teilweise. Jetzt muss ich ein bisschen hier gucken, jetzt brauche ich doch meinen Pointer. Also wir haben den natürlich oben AdWords geschaltet und haben den aber mit diesem Suchbegriff auch auf Platz 1 organisch gebracht. 1.000 Euro Budget für das Ding. Das konnte ich ihm dann irgendwie doch ausleiern. Da habe ich gesagt, also wenn er 1.000 Euro nicht hat, um einen 100.000er Kunden zu gewinnen, dann kann ich ihm wirklich nicht helfen. Und hat dann auf einmal Platz 1 auf Google, SEO, natürlich relativ günstig Traffic eingekauft. Und auf einmal füllen Leute diese Umfrage aus, kommen Termine rein und bei denen klingelt das Telefon. Also wirklich Leute direkt angerufen, Impressum geguckt. Also dass nicht noch Faxe kamen, war alles. Also das hätte dann auch noch gedacht, da sucht noch jemand die Faxnummer raus und schickt noch einen Fax oder so. Also wirklich einfach Sichtbarkeit da, Ding funktioniert. Und es war ganz super simpler Aufbau. Google Ad auf die Landingpage, Gravity Forms als WordPress-Plugin, Clicktip Manager, schöne Grüße an den Thomas Stahl, auch hier aus dem Netzwerk, einer der Top-Clicktip-Consultants, der am Samstag sprechen wird, ein tolles Tool entwickelt, wie man aus einer Umfrage rüberkommt zu Clicktip und zum Termintool und dann einfach E-Mails versandt. Das war's. Also das ist wirklich ein Funnel, den ich mit diesem Tagesworkshop, quasi mit Ende des Tagesworkshops, noch 1-2 Stunden, Thema erledigt. 1.000 Euro und hier das Ergebnis. Die Conversion war super gering, 0,4%, aber 3 bis 4 Leads und auf einmal klingelt das Telefon. Und die Zahlen rassel ich jetzt nicht runter, aber erster Auftragswert 100.000. Geclosed. Zweite Kunde, der da angerufen hat, geclosed. Ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Und ich bin mir nicht sicher, was vorher die ROI-Zahl war beim Onboarding, aber ich meine, das ist so ähnliche Reaktion, ähnliche Größenordnung. Also wenn ich 1.000 Euro habe, also das kann ja gar nicht, wie oft will er das machen? Unendlich. So, Kunde war glücklich, wollte mehr. Jetzt mache ich das ganz kurz. Das Erfolgsgeheimnis nochmal zusammengefasst. Klein und einfach
ich hätte dem niemals irgendwas Komplexes verkaufen können. Ich habe nur gesagt, ich komme dahin, einen Tag, wir gucken uns das an, machen einen ganz simplen Ding, schalten ein bisschen Traffic drauf, Termine, weiter geht's. Sobald dann die Ergebnisse da sind, kommt der von selber. Was denkt ihr, wie schnell der da war und sagt, wie können wir mehr machen, wie können wir mehr machen, was willst du haben und so. Und dann bin ich natürlich in einer schönen Verhandlungsposition. Dann kann ich kommen und sagen, ja, also eigentlich mache ich solche Projekte ja gar nicht, eigentlich mache ich ja nur mit Speakern und nur gegen Umsatzbeteiligung. Also auf einmal ist mir dann ganz schön interessant an der Stelle. Und schließt sich gleich meine zweite Erkenntnis an. Wir machen oft den Fehler, dass wir dem Kunden sagen, was er zu wollen hat. Aber die wichtigste Weisheit ist, sell the customer what he wants and then give him what he needs. Und das ist so eine krasse Weisheit, wenn euch die muss ein bisschen sacken, das ist jetzt schon fast wieder ein bisschen philosophisch. Der Ebenpagan hat damit $100 Millionen Online-Produkte verkauft, weil er dem Kunden nicht sagt, was er braucht, nicht verkauft, was er braucht, sondern erstmal das, was der Kunde will. Der Kunde wollte Termine, also verkaufe ich ihm Termine. Das Beispiel vom Ebenpagan ist, der hat ein E-Book, Get Your Ex-Girlfriend Back, also wie man seine Ex-Freundin zurückgewinnt. Das läuft wie geschnitten Brot. Am Ende des E-Books erklärt er den Leuten, werd ein besserer Mensch, kriegst du bessere Frauen ab. Brauchst du deine Ex-Freundin nicht mehr. Ist das cool? Und zwar, wie geht's? In Kapitel 1 sagt er, wie du deine Ex-Freundin zurückgewinnst. Kapitel 1, schreib ihr, dass du ein anderer Mensch bist, dass du dir leid tust. Und dann, je weiter er rückt, also so wie wir jetzt in dem Projekt, Andreas wird gleich weiterführen, je weiter ihr rückt, desto sagst du, nee, also eigentlich so geht's gar nicht. Du musst da viel mehr reinhauen, du musst das richtig automatisieren und du hast ja noch 5 andere Projekte. Du bist ja Onboarding ist das Nächste, was er braucht. Habe ich sofort gesehen, dass da auch Personalprobleme sind. Aber hätte ich das dem am Anfang gesagt, wäre ich da nie drin gewesen. Und jetzt bin ich natürlich in einer schönen Verhandlungsposition. Der Kunde will mehr, aber ich habe die Zeit gar nicht. Ich habe leider keine Zeit für Sie. Tut mir wirklich leid, aber ich habe so viele Großprojekte gerade in der Pipeline. Geht nicht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich eben hier auf dieses mega, mega geile Netzwerk treffen kann und vor 2 Jahren tatsächlich den Andreas Wagner kennengelernt habe. Und er erzählt euch jetzt, wie die Story weitergeht, weil die geht noch krasser weiter. Das war nämlich erst der Anfang. Das war erst Teil 1 von der Nummer. Und der Andreas, wie gesagt, neben mir Schwabe, hat noch viele weitere Fähigkeiten, die mich perfekt ergänzen. Der kann das bis ins Detail, so ein Funnel planen und Conversion optimieren und Split testen und war auch genau der Richtige für das Recruiting-Thema. Und jetzt deswegen mit einem riesigen Applaus, ich habe noch vergessen zu sagen, er hat eine Domain, die ist der Hammer, wagnerhilft.com. Und deswegen mit einem riesigen Applaus, Andreas Wagner. Ja, vielen Dank Heiko, für die Anmoderation. Mein Name ist Andreas Wagner. Heiko hat schon erzählt, wir haben uns vor 2 Jahren hier in Sofia kennengelernt. 2, 3 Sätze zu mir und dann erzähle ich euch die Geschichte zu Ende. Andreas Wagner ist mein Name, 43 Jahre alt und ein Hinweis an der Stelle, wer Folien dazu haben möchte. Wir haben da eine Domain mit recruiting-automatisieren.com. Da könnt ihr die Folien einfach runterladen, müsst ihr nicht abfotografieren. Okay, zu meiner Vita. Ich habe in einem anderen Markt angefangen, in der Finanzdienstleistung 1996. Hatte dort im Vertrieb angefangen, relativ schnell. Wurde dann klar, dass mein Thema so der Bereich der Baufinanzierung ist. Und irgendwann mal 2005 gründete ich ein Unternehmen, das sich mit Baufinanzierungsvermittlung beschäftigt hatte, ja, für einen bestimmten Marktbereich. Und meine Aufgabe da war, aber schon immer, die Digitalisierung von Vertrieb und von Marketing. 2016 kam dann allerdings so der Punkt, irgendwann mal schleichend natürlich, aber da war es mir bewusst, dass mein Partner und ich uns positiv auszudrücken, etwas anders entwickelt haben. Insofern kam dann eine Trennung und meine Entscheidung, dass das Unternehmen nicht mehr von mir weiter
fortgeführt wird. Und ich habe die Wavacon gegründet, Wagner und Wagner Consulting. Mit dem Schwerpunkt, und da habe ich mir die Frage gestellt, was machst du gut, was machst du gern, was liebst du? Und meine Leidenschaft war eben schon immer in diesem Bereich. Ich hasse Redundanz. Und das, was ich bei den Banken gesehen habe, ist einfach nur eine Wüste, was Thema Digitalisierung anbelangt. Und deswegen habe ich gesagt, ich werfe die Skills einfach mal in einen Pool, in einen Hut und helfe anderen. Deswegen die Domain wagnerhilft.com. Und relativ schnell im Verlauf von Frühjahr, Sommer 2016 hatte ich ein Projekt, bei dem es um besondere Anforderungen ging, um Kampagnenbildung und Personalisierung für Vertriebsorganisationen, die mehrstufig organisiert sind, ja, wie man es oft im Vertrieb kennt. Und nach einer relativ langen Recherche kam ich dann auf Clicktip. Und Mike Zimmermann hat dann ganze Arbeit geleistet und mir in wenigen Stunden und dann anschließenden längeren Tagen, wahrscheinlich seinem Empfinden nach, mir erklärt, wie und was und wo tatsächlich die Vorteile sind und wo die Umsetzung war. Allerdings hatte ich tatsächlich dieses Projekt, was dann gebrannt hatte, und der hatte dann gesagt, du musst nach Sofia, da ist ein Workshop und da erfährst du alles Weitere, was du brauchst. Und so war ich im Dezember 16 in der Zertifizierung zum Certified Consultant und habe diese Chance wahrgenommen. Naja, ich möchte jetzt noch die Geschichte hier selbstverständlich aufgreifen und das hat mich dann im Endeffekt sehr begeistert, auch obgleich der Bereich Engineering nicht unbedingt auch zu meinem Wunsch-Traumkunden oder zu der Zielgruppe gehört hatte, weil ich eben Vertrieb und Marketing in Bereichen Finanzen und Handelsorganisationen eben begleitet und betreut habe. Aber ich war interessiert, nachdem der Heiko mir die Story erzählt hat, und so kam ich eben ins Projekt. Meine Aufgabe war allerdings, ehrlich gesagt, relativ einfach. Ich hatte nur eine einzige Aufgabe: verkack's nicht. Weil es war ja ein Prozess vorhanden. Es ging ja nur darum, daraus noch schneller zu lernen und den Prozess entsprechend auszubauen. Weil, wie gesagt, der Kunde mehr wollte und Heiko einfach kapazitativ ausgelastet war. Nun ja, ich habe mir dann einfach die Dinge angeschaut, die gut funktioniert haben, und habe mit dem angefangen, was eben da war. Also klassisch mehrere Schritte, um Conversion zu optimieren. Formulare split getestet, kurze Formulare, lange Formulare, doppelseitige, mehrseitige, mehrstufige Formulare und so weiter. Und sobald ich aber den Geschäftsführer kennengelernt habe, den Inhaber der Lehmann Engineering, war für mich ganz klar, aufgrund des Charakters, und der Mann ist wirklich authentisch, ja, und der Satz ist, das ist ein Naturell. Ich habe dann eben gedacht, der Mann, und das sagte er mir in der ersten Stunde, als wir uns kennengelernt haben, der sagt: Herr Wagner, ich brenne für Automation. Und da kam mir durch den Kopf, ja, da bist du aber in der Branche, wo alles automatisiert wird, außer Vertrieb und Marketing. Und das hat dann Spaß gemacht, und diese Leidenschaft wollte ich entsprechend transportieren, weil es klar war und nachdem auch belegt wurde, dass der tatsächlich am Telefon überzeugend war, persönlich überzeugend war, dass wir ihn einfach vor die Kamera geholt haben. Na, das heißt, nächste Stufe war entsprechend diese Conversion-Strecke, die Landingpage entsprechend noch mit seiner persönlichen Ansprache zu verstärken, und alles andere kam entsprechend dazu. Na, wir haben die Clicktip-Follow-up-Kampagne an E-Termin in diesem Falle angedockt und haben entsprechend unterstützend hier die Interessenten mit Informationen versorgt, um die einfach noch besser auf das Gespräch vorzubereiten. Und ja, nachdem er gesehen hat, dass Dinge funktionieren, hat er gesagt, ja, aber was können wir noch machen? So. Und da war natürlich das Thema einerseits eventuell Ego und andererseits natürlich auch gesunder Menschenverstand, dass er sagt, ja, mit dem, was ich tue, kann ich so viel mehr Menschen erreichen. Man muss es einfach nur nach draußen bringen. Die Kunden müssen eben erfahren, dass ich da bin. Und dann haben wir daran gearbeitet, die Sichtbarkeit und die Reichweite von dem, was da ist, von seinen
Social Media, von seinem Webauftritt und so weiter entsprechend auszubauen. Und auch da, das Gespräch hatten wir vorhin jetzt auch mit jemandem in der Pause, da habe ich mir angewöhnt, hinzuhören und auch die Fragen zu stellen, um zu verstehen, wovon redet der Mensch am liebsten, am längsten und am meisten. So, und das sind eben die Dinge, die Herzensangelegenheiten sind. Und das haben wir dann versucht zu transportieren. Wir haben den tatsächlich vor Whiteboard gestellt und haben ihn diese Ideen entwickeln, erklären, zeichnen etc. lassen. Und das war all das, was ihm wichtig war, was er nach draußen bringen wollte. Also eine Kontenstrategie kam im Endeffekt hier dazu, die wir selbstverständlich dann automatisiert haben. Und die Interessenten werden dann eben beim Verlassen oder werden nachgefasst über Remarketing, werden da wieder zurückgeholt und so schloss sich im Endeffekt der Kreis. Was dann allerdings passiert, da hatten wir eben halt nicht mit gerechnet, weil da kam eben ein Problem. Es kamen wirklich die Kunden, die er haben wollte. Und irgendwann mal im Gespräch erfahre ich beiläufig, dass die jetzt am Coca-Cola-Auftrag arbeiten, eine Abfüllanlage irgendwo im Norden. Und der überlegt aber sehr, sehr stark, diesen Auftrag abzulehnen, weil der sicher ist, dass er mit seiner Mannschaft, die da ist, an Ingenieuren, das einfach nicht abarbeiten könnte. Und da kam es mir klar, dass wir unbedingt über das Thema Personal, über das Thema Teamausbau, also Recruiting, sprechen müssen. So, und da haben wir uns die Sachen wiederum angeschaut, wie sie es bisher gemacht haben. Nichts. Das Sekretariat hat dann beim Arbeitsamt oder in der Zeitung Anzeigen aufgegeben und hat sich darum gekümmert, dass die Unterlagen zugeschickt werden. Geschäftsführer persönlich sichtet die Unterlagen, spricht mit den Menschen und wir sind da gar nicht so tief ins Detail eingestiegen und das Bild kam dann im Endeffekt, dass seiner eigenen Einschätzung nach der pro neuen Mitarbeiter ca. 15.000 € Kosten hat. Das war für ihn sowieso schon eine Frechheit oder eine Dreistigkeit, dass es so viel Geld im Endeffekt kostet, was der Mann nicht weiß. Das kostet eigentlich viel, viel mehr, wenn er richtig die Dinge raufrechnet, die damit zusammenhängen. Und der weitere Punkt ist natürlich, dass die Einarbeitung in einem solchen Umfeld, ja, der hat 8, 9 Ingenieure, in einem Umfeld, wo alle Mitarbeiter, wertvolle Mitarbeiter, sowieso schon am Anschlag laufen, die findet entsprechend nicht so optimal statt und ich habe zwangsläufig durch Verzögerung bei der Arbeit, durch eventuell Kundenbeschwerden oder Missmut etc., da entstehen Schäden in richtig vernünftigen und hohen Größenordnungen. So, was haben wir gemacht? Und da kam einfach das Know-how der letzten Projekte hier zum Tragen. Rückblickend, das geht mir so jetzt die letzten Stunden, bin ich natürlich sehr, sehr unglücklich, dass wir zu dem Zeitpunkt noch Connector nicht auf dem Schirm hatten. All das, was Connector kann, haben wir dann einfach selber nachgebaut. Das heißt, Landingpage für jedes Berufsbild, für jede Berufsrichtung, in die es geht, Qualifizierung über Formulare in der Voransprache. Dann, was ich dort sehr, sehr interessant fand, an der Stelle eine Idee, Qualifizierung über Auswertung von Persönlichkeitsprofilen. Es gibt ein Unternehmen namens Persoscreen, die machen eine dreidimensionale Auswertung. Ja? Wenn da die Details interessieren, einfach auf unserer Webseite bzw. direkt beim Anbieter nachschauen, fand ich wirklich sehr, 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 sehr smart. Und weil der Mann mit dem Medium Video bereits vertraut war und wirklich auch authentisch und gut rüberkam, haben wir natürlich auch Video hier verwendet, um die Qualifizierungen noch vor den ersten Terminvereinbarungen zu verschärfen. Das heißt, Funnel-Technik komplett mit Standard-Tools. Keine einzige Zeile Programmcode war notwendig.
Ich möchte an der Stelle nur sagen, nicht, dass einer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ja, da ist irgendwie ein Programmieraufwand in hohem Maße erforderlich, überhaupt nicht das Thema. Im nächsten Schritt zeige ich auch im Detail, was da alles verwendet wurde. Das heißt, wir haben in die bestehende Internetseite einen Mitgliederbereich implementiert und daraus entsprechend ein Bewerberportal sozusagen, ja, aufgebaut. Und über Dashboard in diesem Bewerberportal findet dann eine schnelle Kommunikation für beide Seiten statt, sowohl für den Bewerber oder für die Bewerberin und natürlich auch für das Unternehmen, ja, das schnell kommunizieren kann, Entscheidungen treffen kann, ja, nein und so weiter. Und na klar, E-Termin war bereits im Einsatz, deswegen haben wir das ebenfalls in den Prozess mit eingebaut. So, hier im Detail kann man eben hier im Bereich Datenerhebung, Qualifizierung und Verwaltung Gravity Forms und noch ein, zwei Plugins aus deren Landschaft, Automation, wie Heiko schon eingangs sagte, mit dem Plugin von ICOS Media, Thomas Stahl. Und das Herzstück war Clicktip Enterprise, womit wir die Follow-up-Prozesse auch das Remarketing entsprechend gemacht haben an der Stelle, also die Abbrecher wieder zurückgeholt haben. Und das ganze Onboarding findet ebenfalls mit Clicktip entsprechend statt. Das war so der Aufbau. Was der Kunde davon hat, kann man sich ja denken. Der hat jetzt kontrollierbare, skalierbare Auftragsfühlmaschine, wenn ich das so sagen darf. Und was hat denn der Berater davon? Um einfach mal so aus der Perspektive daraus zu schauen. Das heißt, der Start war im Prinzip nur mit einem Workshop, wo niemand wusste, was entwickelt sich daraus. Ja? Und durch die Professionalität und Lean-Strategie, sage ich jetzt einmal an der Stelle, hat Heiko das Vertrauen so aufbauen können, dass das Unternehmer und der Unternehmer daran glauben konnte, dass dann noch mehr geht. Na, das ist eine sehr, sehr komfortable Situation. Und in diesem Tandem mit uns beiden konnten wir einander sehr, sehr gut ergänzen. So, am Ende vom Lied war ein Auftrag im hohen fünfstelligen Bereich zustande gekommen für die Consulting-Leistung und ein Dienstleistungsvertrag über weitere 12 Monate. Das heißt, es lohnt sich, die Unternehmen und die Unternehmer aufzubauen. Man kann mit denen zusammen sehr, sehr gesund wachsen. Was sind die Learnings insgesamt jetzt gewesen? Die Unternehmensberater sind sehr, sehr wertvolle Multiplikatoren für eben die Journey zwischen unserem Wissen, unserem Können, unserer Leidenschaft und den Kunden, die eben diese Probleme haben. Schnelle Ergebnisse haben eben dazu geführt, dass schnell klar war, wir können an der Stelle wachsen. So. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich weiß wie heute, wie ich mich fühlte vor 2 Jahren. Ich hatte eine spezielle Sichtweise auf das Online-Marketing, was so meine persönliche Wahrnehmung natürlich betrifft. Und ich hatte hier insofern einen Augenöffner, was alles möglich ist. Und besonders überrascht war ich eben von dem straighten Mindset von Mario, der eben diese Vision hat, im Mittelstand entsprechend dafür zu sorgen, dass die Menschen deren Ziele erreichen, unternehmerischen wie auch persönlichen Ziele. Und das hat mich bewegt und das hat mich auch sehr, sehr stark tangiert. Deswegen konnten wir beide jeweils füreinander das auch nur tun, weil wir uns eben kennengelernt haben. Das ist im Endeffekt die Botschaft, die wir transportieren wollten. Und ganz klar, selbst in der offlineigsten Branche, wie so ein Anlagenbauer, Maschinenbauer, Ingenieure, ist unser Wissen sehr, sehr stark gefragt. Und nur so können diese Unternehmen mit überschaubarem, kalkulierbarem Geld deren wichtigsten Probleme lösen. So, der Ausblick für uns ist ganz klar,
Fokus weiterhin auf eben Telefon, Medium, eben als die Möglichkeit, erklärungsbedürftige, hochpreisige Produkte, aber auch Dienstleistungen entsprechend anzubieten und zu closen. Ja? Und die Tendenz bei mir war eindeutig. In den letzten 4, 5 Projekten kann man immer die Themen mit Recruitment zur Sprache. Und deswegen ist es eben das, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. An der Stelle nochmal hier die Einblendung. Vollen könnt ihr bekommen. Wir werden sowohl die Erfahrungen der vergangenen Projekte, aber auch Erkenntnisse und Erfahrungen neuer Projekte über diese Webseite veröffentlichen. Insofern behaltet uns im Blick und schaut euch gerne dann so die nächsten Cases und Themen an. Wir würden uns freuen, dieses Wissen mit euch zu teilen. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Mario für die Einladung, für die Chance. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dem gesamten Clicktech-Team. Ich weiß nicht, ob ich die Gelegenheit habe, jedem persönlich dann Danke zu sagen. Habe mich noch nie so wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank. Andreas.